Der Kia Rio. Modelljahr? 2019. 2019. 119 Euro pro Monat in einer Finanzierung, Laufzeit 48 Monate für 119 Euro. Anzahlung 1000 Euro. Und das Besondere dabei ist, die Überführung und die Zulassung ist im Preis schon mit enthalten. Also wenn Sie das mal rechnen bei der Anzahlung, es soll ja Händler geben, da zahlen Sie für die Überführung und die Zulassung fast 1000 Euro und das ist hier im Preis schon mit drin. So, ja, und das Auto, das gibt es jetzt für 119 Euro im Monat. Ja, wie das genau funktioniert, das werden wir jetzt mal erfahren. Es hat wie alle Kias 7 Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 150.000 Kilometern. Ja, hier ist Tobias Klein. Grüß dich, Tobias. Hallo Sven. Ja, zeig mal kurz die Kalkulation in die Kamera, dass wir das mal sehen. Also, wir haben einen Bruttopreis von 13.950 Euro. Ihr habt das Auto rabattiert. Da ist ein ordentlicher Rabatt mit drin, aber was ganz wichtig ist, ihr habt ganz hervorragende Konditionen für die Finanzierung. Ja. Man kommt dann auf 12.750 Euro Barzahlungspreis. Dann abzüglich der 1.000 Euro, über die wir gerade gesprochen haben, sind ein Finanzierungsbetrag von 11.750 Euro und einer Laufzeit von 48 Monaten. Ja, dann bleibt am Schluss eine Rate übrig von 6.646 Euro. Wie würdest du das denn einschätzen? Nach 4 Jahren bei einer Garantie von 7 Jahren, sind ja noch 3 Jahre Restgarantie, kriegt man die 6.6 noch? Die 6.600 sollte man ohne weiteres erreichen. Man kann ja bedenken, dass die Garantie hier am Fahrzeug hängt. Sprich, solange die Wartungsintervalle eingehalten wurden, ist es einfach wieder ein großes Wiederverkaufskriterium. Ja, ganz wichtig. Das heißt, ich habe 7 Jahre Garantie. Laufleistung nochmal maximal bei der Garantie? 150.000 Kilometern, was aber für den Normalfahrer durchaus ausreicht. Also wenn ich jetzt nicht gerade ein Taxiunternehmen bin, ja, ihr habt Taxifahrer? Wir haben den ein oder anderen Taxifahrer, das stimmt, ja. So, ja, dann komme ich hier mit 150.000 Kilometer locker hin. Ja, was spricht für Kia Rio? Das ist was für ein Auto? Wie nennt man das Segment? Das ist ein Kleinwagensegment, also nicht unser Kleinstherr. Wir haben ein recht schnittiges Auto, super wendig, sage ich mal. Findet immer oft einen Parkplatz, aber haben doch noch ein bisschen Kofferraum mit drin. Was ziemlich stark ist, dass die Proportionen, man hat ja jeden Millimeter ausgenutzt. Die Heckreifen hängen fast ganz am Ende, das heißt, ich habe unglaublich viel Platz drinnen. Der ist viel größer, als er von außen aussieht. Genau, das ist hier der Knackpunkt bei dem Fahrzeug, ist eben kein Kleinstwagen. Wir haben eine Länge von ziemlich genau 4 Metern bei dem Fahrzeug und hier finden 4 Mitfahrer, also plus den Fahrer, genügend Platz. Das sind keine Notsitze, muss man sagen. Also die hinteren, dass die, ich sag mal, entweder kleine Kinder sein müssen oder irgendwas. Nee, man hat wirklich ausgewachsene Sitzplätze. Es sind ausgewachsene Sitzplätze und es ist ja auch ein 5-Türer. Ich kann also ohne Probleme ein- und aussteigen. Ja, wenn du mal so lieb bis hinten aufmachst und einmal ganz kurz checkst, ja, das müsste gehen. Also das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie hat der Vordermann mir auch Platz gemacht. Man hat richtig viel Platz. Man muss auch dazu sagen, wir reden jetzt über 119 Euro im Monat. Autos sind nagelneu? Die Autos sind nagelneu, keine Tageszulassung. Sie erhalten hier einen Neuwagen für das Geld. Genau, steig mal bitte ein. Du bist recht groß, fast 1,90, korrekt? Das stimmt. Und ich habe hier doch noch locker Platz, auch mit den Knien vorne. Warte, ich zeige erstmal die Knie, dass wir das mal sehen. Da unten sieht man die Beinfreiheit. Jetzt bist du ja außergewöhnlich groß, aber warum nicht? Kann man ruhig mal zeigen. Hast du oben noch Platz? Deckenhöhe lässt auch nicht zu wünschen übrig, also für längere Fahrten ohne Probleme. Prima. Ja, es gibt natürlich hier einige Sicherheitsmerkmale, auf die kommen wir gleich mal zu sprechen. Was hat das Auto alles eingebaut? Denn Kia-Fahrzeuge kommen in den seltensten Fällen nackt. Denn die Grundausstattung, die lässt schon einiges hoffen. Wenn du mal so lieb bist, hinten aufmachst, kurz mal reinschauen, denn der Kofferraum im nicht umgeklappten Zustand ist recht groß. Ist recht groß. Also wir haben die Möglichkeit, den Kofferraumboden in 2 verschiedenen Höhen einzustellen. Das hier ist jetzt die niedrigere Position, deswegen habe ich hinten die leichte Kante. Ich kann das aber im Handumdrehen einmal hier rausziehen. Das
Fach auf die obere Position legen und somit habe ich hier eine geringere Ladekante. Ist für den täglichen Gebrauch mit Sicherheit angenehmer. Was auch ganz praktisch ist, unten drunter habe ich jetzt auch noch einen Stauraum, der ist komplett verdeckt. Hier kann ich also Sachen, zum Beispiel den kleinen Einkauf reinmachen. Das stimmt, da passen Schuhe rein oder sonstiges, kann man vielseitig nutzen. Prima, ja. Die Rücksitzbank, die ist geteilt umklappbar, wie das viele haben. Das ist hier aber auch integriert. Wie funktioniert es mit dem Umklappen? Habe hier ganz standardmäßig oben den Hebel. Ich würde ihn mal gerade vorne von der Tür ziehen. So. Dann kann ich die Rücksitzbank hier komplett ohne Kante umlegen, kann also problemlos durchladen, wenn ich mal, keine Ahnung, Möbel transportieren muss oder sonstige. Ohne Kante ist nicht üblich. Also es gibt viele Kleinwagen, die haben dann eine Kante oder ich sag mal, der Sitz, der geht viel weiter hoch. Ich kann es nicht richtig nutzen, das hier ist fast eben. Das ist fast eben. Die Kleinwegen machen ja ihren Kofferraum meistens nach unten gut, aber da Kia hier diese ebene Ladekante eingebaut hat, kann ich problemlos durchladen. So, schauen wir uns mal kurz vorne um, wenn du mal bitte auf den Beifahrersitz steigst. Dann sehen wir auch hier, wir haben die Sitze jetzt nicht verändert, das heißt, du hattest hinten jetzt Platz gefunden und vorne. Vorne ohne Probleme. Also man sieht, ich könnte hier auch noch ein Stückchen nach vorne rücken, wenn der hintere Fahrer doch noch ein Stückchen größer wäre als ich. Wobei, ich sage mal 1,97 und ich finde sowohl vorne als auch hinten Platz, lässt also nicht zu wünschen. Ohne, dass wir jetzt irgendwas verändert haben? Ohne, dass wir was verändert haben. Ja. Die Höhe des Sitzes ist verstellbar? Die ist in dem Fall nicht verstellbar. Also ich kann hier nach vorne und nach hinten rutschen und die Rückenlehne verstellen. Die Höhe ist aber fest bei dem Fahrzeug. Okay, das heißt, dieser Hebel hier ist für die Rückenlehne, die ich habe. Das heißt, ich könnte da hier auch ein bisschen weiter zurück machen, wenn du das mal gerade machst. Ich kann in nahezu eine Liegeposition bringen, wenn ich es wirklich haben möchte. Würde jetzt noch weiter nach hinten gehen. Entsprechend kurze Rast, wenn ich die mal haben möchte, will mich einfach mal hinlegen, das geht. Das geht mit Sicherheit. Okay, super. Der Beifahrer-Airbag ist natürlich abschaltbar. Wir machen mal ganz kurz mal auf. Da ist ein Motor natürlich drin. Hier sind übrigens die Verbrauchswerte, das was wir sehen. Also ein Durchschnittsverbrauch kombiniert von 5,5 Liter, der hier drin ist. Und wir haben eine CO2-Effizienzklasse C und außerorts mit 4,9 Litern. Das ist schon recht realistisch. Ist das eine Angabe nach WLTP? Das ist bereits eine Angabe nach WLTP. Also Kia hat ja schon frühzeitig auf die neueste Euronorm umgestellt, sprich die 6D Temp. Und wir haben ja das neue Prüfverfahren schon mit drin. Genau. Es ist auch hier ein Vierzylindermotor, also unser 1,2 Liter rein Vierzylinder. Also kein Dreizylinder? Kein Dreizylinder, das ist ein Vierzylinder-Saugmotor, hat 84 PS und 1,2 Liter Hubraum. Stark. Vielleicht noch mal ganz kurz auf das Thema 6D Temp und 6D einzuführen. Ich glaube, ab 1.1. ist alles 6D. Genau, da wird umgestellt auf die neue 6D. Verändern tut sich nicht viel. Nicht viel, nee. Für den Fahrer, sage ich mal, keine große Veränderung. Dürfen dann eben nur noch Fahrzeuge der Euro 6D-Norm zugelassen werden. Und das können wir mit dem Fahrzeug dann aber noch mittels Ausnahmegenehmigung tätigen. Ja, das ist so, aber da ändert sich auch nicht viel, also für denjenigen, der da ist. Das heißt, ab 1.1.2020, da heißt die neue Norm dann 6D und das ist aber kein Thema. Ist er einmal zugelassen, ist egal. Genau. So sieht's aus. Ja, die entsprechende Schadstoffplakette, das heißt, der hat ja Euro 6, da gibt es überhaupt keine Einschränkungen, ne? Da gibt es keine, also er erhält die 4er grüne Plakette. Haben oftmals dann die Diskussion, ja, warum steht da eine 4, wenn mein Fahrzeug doch die Euro 6 hat. Aber diese Plakette hat mit der Euronorm so gesehen nichts zu tun. Ja. Darf natürlich in jede Umweltzone reinfahren. Darf reinfahren, ja. Steig mal vorne bitte ein. Und ja, vorne hast du etwas mehr Möglichkeiten. Das heißt also, die Höhenverstellung des Sitzes ist jetzt auf dem Fahrersitz möglich? Genau, also der ist jetzt in der mittleren Position. Ich kann den hier sowohl noch runterdrücken, wobei das für mich schon in Ordnung war, oder auch noch nach oben heben mittels Pumpen. Ich kann auch ganz normal die Rückenlehne verstellen und nach vorne und zurück rutschen. Ausgewachsenes Auto, die Zielgruppe für die Fahrzeuge hier, das sind Leute, die günstig Auto fahren möchten, ein tolles Auto haben möchten, zu einem, ich sag mal, ordentlichen Preis? Das stimmt. Also wir haben ja hier jetzt ein recht attraktives Angebot gestrickt und möchte nochmal bemerken, das ist keine Grundausstattung. Das Ganze nennt sich Dream Team Ausstattung. Das ist in der Liste schon die 3. Ausstattung. Die bauen ja jeweils aufeinander auf.
ich mal kurz die Zündung anmachen darf. Wenn du mir gerade mal die Schlüssel zeigst, ja, das Besondere ist fängt schon bei den Schlüsseln an. Viele Hersteller haben ja Komfortschlüssel nur einmal dabei, ja, das ist bei euch zweimal. Genau, Kia hat immer 2 vollwertige Schlüssel mit bei. Sie haben ja hier den Schlüsselbart ganz normal integriert. Das ist also kein Smart Key. Habt die Möglichkeit zum Schließen und Öffnen des Fahrzeugs und kann sogar die Heckklappe getrennt entriegeln. Wenn ich dann beispielsweise meine Einkäufe eingeladen habe und die Heckklappe schließe, verriegelt sich das Fahrzeug wieder vollständig. Ja, das ist ganz praktisch. Das heißt, ich kann also nicht auf dem Einkaufsmarkt, wie man so hört, dann auch schon mal Opfer eines Diebstahls werden, weil das Auto noch auf ist. Genau, sobald ich die Heckklappe schließe, ist wieder alles verriegelt. Stark. Also hier vorne habe ich auch noch ein paar Extras. Hier vorne steht Off. Was ist das für eine Taste ganz rechts oben? Das ist die Traktionskontrolle. Die sollte man doch in den meisten Fällen benutzen. ESP oder? Genau. Unten drunter ganz normal das Reifendruckkontrollsystem und wir haben noch eine Möglichkeit, die Tachobeleuchtung zu verstellen. Elektrische Fensterheber sind mit drin. Ich habe eine Couleur-Verglasung mit drin, eine leichte. Genau, haben wir mit drin. Ansonsten haben wir hier vorne im Cockpit ein Multifunktionslenkrad, um das Radio zu steuern. Und auf der rechten Seite die Bedienung für den Bordcomputer. Ist tatsächlich bei einigen deutschen Anbietern ist allein schon das Multifunktionslenkrad schon aufpreispflichtig, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ist hier mit drin. Ich habe ein höhenverstellbares Lenkrad. Genau, es ist höhenverstellbar. Eine Lichtautomatik ist mit drin. Ist mit drin? Ist mit drin. Das Fahrzeug erkennt also in der Dämmerung, wenn es dunkel wird und wird das Abblendlicht somit selbstständig anschalten. Regensensor? Regensensor ist keiner. Ist es nicht mit drin. Okay, aber 119 €, ich muss den Preis ja nochmal erwähnen. Ich komme mal kurz auf deine Seite. Dann können wir das mal zeigen, wie gut das Auto ausgestattet ist. Denn, wie schon erwähnt, bei Kia sind viele Dinge serienmäßig, die andere dann gegen Aufpreis dann eventuell haben. Ja, wir sprechen ja hier jetzt über ein ausgewachsenes Fahrzeug für 119 € und ihr hattet einen Verkaufspreis, glaube ich, ermittelt bei dem Fahrzeug bei knapp über 12, oder? Barpreis. Genau, das war der rabattierte Preis, dann lag, glaube ich, bei 12.790 € jetzt. Wir haben also eine Klimaanlage in dem Fahrzeug mit drin. Um auch, sage ich mal, ein bisschen auf den Kraftstoffverbrauch zu achten, finden wir sogar eine Start-Stopp-Automatik, die man aber auch deaktivieren kann, wenn man kein Freund davon ist. Radio ist mit integriert, mit einer USB- und AUX-Schnittstelle. Okay, das heißt, ich kann mein Handy hier zum Beispiel, kann einen Handyhalter hier montieren in der Mitte, kann das Handy drüber laufen lassen und da alle Komfortfunktionen, wie zum Beispiel Google Maps und wie es alles ist, zum Beispiel auch das Navi darüber steuern. Genau, kann aber auch on top, wenn ich jetzt wirklich nur telefonieren oder Musik hören möchte, mein Handy via Bluetooth koppeln und dann die Freisprecheinrichtung nutzen oder darüber Musik hören. Also die Klimaanlage ist schon eingebaut. Das ist ein Kompressor, nehme ich an, der vorne drin ist und der kühlt ordentlich im Sommer. Da ich ja 7 Jahre Garantie habe, was ist denn alles von der Garantie abgedeckt? Die Klimaanlage zum Beispiel? Das ist alles soweit mit drin. Es gibt eigentlich nur eine Einschränkung. Das ist einmal die Starterbatterie, die nach 2 Jahren rausfällt und das Radio und so weiter. Also sprich hier vorne diese Multimedia-Einheit fällt nach 2 Jahren raus, aber sonst habe ich auf Motor, Getriebe und alles weitere eine vollumfängliche Herstellergarantie. Gut, ihr seid ja demnächst 5 Jahre Kia-Partner. Wie viele kaputte Radios habt ihr denn schon gehabt nach 2 Jahren? Das Radio ist unproblematisch, also da braucht man sich, denke ich, keine Gedanken machen. Genauso wie die Starterbatterie, die wird auch die ersten 3-4 Jahre nicht kaputt gehen. Es ist nun mal ein Verschleißteil, aber... Das ist wie Bremsen quasi. Also muss man sehen, eine Starterbatterie ist eine Nassbatterie. Irgendwann ist sie mal fällig. Ja, es soll ja auch Leute geben, bei denen hält die ewig. Ja. So ist es. Hier unten sieht man es, hat einen AUX-Eingang. Wichtig ist auch eine USB-Ladeschnittstelle ist mit drin. Und was auch ziemlich bemerkenswert ist, ich habe wirklich alle Instrumente, die ich brauche. Das heißt also die wichtigsten Instrumente wie Drehzahlmesser. Ich habe ein Multifunktionsdisplay in der Mitte drin. Ich habe alles da, wo es hingehört. Genau, ich kann hier vielleicht mal kurz durchführen, also nicht beirren lassen von dem Durchschnittsverbrauch von knapp 26 Liter. Das Fahrzeug wurde hier nur auf dem Hof bewegt, kam also frisch vom LKW. Ich habe einen Tageskilometerzähler integriert für 2 Positionen, also A und B, eine digitale Geschwindigkeitsanzeige. Oben haben wir die Reichweite und den Durchschnittsverbrauch. Ja. Keep it simple und easy. Du machst die Einführungen hier. Wie kommen denn die Leute klar mit dem Auto hier? Das heißt, du hast ja Autos, da musst du schon mal eine Stunde Einführung machen. Gerade Hybrid und Co. und so weiter. Finden die Leute in den berühmten 8 Sekunden alles? Ich würde schon sagen, Kia hat ein sehr übersichtliches Cockpit. Und des Weiteren machen sie immer eine Kurzbedienungsanleitung mit dazu. Da ist noch einmal jeder Knopf bebildert und erklärt. Somit hat man spätestens nach 2 Wochen alles raus. Ja, wenn nicht, dann kommt man einfach vorbei bei dem freundlichen Kia-Händler deines Vertrauens, in dem Fall die Firma Klein. Ja, 5 Jahre Kia.
Wie sind denn so die Erfahrungen im Moment mit Kia? Was berichten denn so die Leute? Ist das noch der Koreaner, den irgendwie keiner wahrnimmt? Oder ich sag mal mit 7 Jahren Garantie, 150.000 Kilometer bis 150.000 Kilometer, bei den Preisen so ein Auto zu kriegen, also bei 119 Euro, ich sag mal mit 7 Jahren Garantie, das ist ja euer Argument, 7 Jahre, oder? Ja, vor allen Dingen auch die Zeiten, in denen Kia, sage ich mal, Technik nachahmt, sind lange vorbei. Die haben in den letzten 5, 6 Jahren in der Modellpolitik einen riesigen Wechsel hingelegt. Mittlerweile sind wir gerade bei den alternativen Antriebstechnologien eigentlich so weit, dass Kia ein Vorreiter ist, siehe unsere Elektrofahrzeuge. Ja, Kia ist kein kleiner Laden, muss man sagen, gehört zu einem ganz großen Konzern und die bauen auch Schiffe, die bauen, ich glaube alles, Krankenhaustechnik, entsprechend Medizintechnik, Kräne, Bagger, also das ist wirklich ein Weltkonzern. Es ist ein Weltunternehmen, wir sind jetzt eben eine Tochtermarke davon, agieren aber komplett eigenständig, auch mit einem eigenen Technik- und Designzentrum hier in Deutschland. Die Fahrzeuge werden teilweise in Europa produziert. Also in unserer Seat- und Sportage-Familie haben wir eigentlich eher ein europäisches statt ein koreanisches Produkt. So ist es. Das heißt, wenn die ja in Europa produziert werden, kommen denn diese Fahrzeuge auf den Weltmarkt dann auch oder sind die hauptsächlich für Europa dann? Die kommen auch auf den Weltmarkt. Man merkt auch in Amerika, die fahren immer mehr kleinere Autos, wenn man da hinkommt. Also dieser European Style, der kommt immer mehr durch. Wenn wir mal kurz aussteigen, ich würde mich gerne noch mit dir über eine Sache unterhalten. Das ist, wenn ich ja heute, ich sage jetzt mal, einen Kleinwagen habe, dann war das ja früher so der Inbegriff von, naja, ich habe vielleicht nicht genug Geld, ja, ich kann mir nur einen Kleinwagen leisten. Der Trend im Moment geht zu einer ganz anderen Richtung. Also klein ist gar nicht mehr so verpönt, sondern ganz im Gegenteil, das beweist, dass ich eventuell schlau bin. Genau, die Fahrzeuge haben ja heute eine andere Ausstattung wie früher. Früher wurden die Kleinwagen ja auch von der Komfortausstattung recht günstig und spartanisch gehalten. Mittlerweile finden wir in einem Fahrzeug wie im Rio alles, was man braucht. Die Fahrzeuge sind schnittig, wir finden überall einen Parkplatz, haben einen günstigen Spritverbrauch, das war ja früher auch was anderes mit den Kraftstoffkosten. Von daher, wenn man keine großen Strecken zurückzulegen hat oder auch nicht viel transportiert im Alltag, reicht so ein Fahrzeug vollkommen aus. Ja, die Werkstatt, ihr habt ja eine eigene Werkstatt. Heutzutage werden ja Elektroautos ja mit einem Servicenetz verkauft. Ich will jetzt ja keinen Namen nennen, gibt ja aus Amerika so ein paar Hersteller. Die haben jetzt wenig Servicestellen, Serviceintervalle gibt es ja gar keine mehr. Aber es gibt ja immer mal so Kleinigkeiten, wo der eine sagt, vielleicht ist der Scheinwerfer nicht 1000%ig genug eingepasst. Das habt ihr jeden Tag, damit habt ihr zu tun, ja. Das ist ganz normal, man muss Servicetechniker haben, oder? Ganz genau. Zum Glück bei diesen Fahrzeugen braucht man die Servicetechniker noch. Mal schauen, wie es mit den Elektrofahrzeugen aussehen wird. Ja, Bremsen aber so, das wird es ja immer noch geben. Also das ist so, aber es fällt einiges weg bei Elektro. Aber man muss sagen, die Technik ist sehr, sehr servicefreundlich. Wann ist das erste Serviceintervall? Bei unserem Rio jetzt nach 15.000 Kilometern oder 12 Monaten. Okay, das heißt, die kommen sowieso einmal im Jahr, seht ihr die Autos dann? Genau, es ist immer, sage ich mal, abwechselnd von den Inspektionskosten. Ich kann jetzt keinen Pauschalbetrag sagen. Wir haben natürlich innerhalb dieser 7 Jahre Garantie ganz unterschiedliche Wartungsumfänge in den Inspektionen. Ölwechsel ist immer mit dabei. Ab und zu kommt dann noch ein Bremsflüssigkeitswechsel oder sonstiges dazu. Also es variiert von den Kosten her. Ja, es soll ja Händler geben, die reden vielleicht die Garantie so ein bisschen madig. Jetzt habe ich gerade einen deutschen Hersteller gesehen, der gibt auch schon mal gerne 5 Jahre neuerdings ja Garantie. Die behaupten, dass die Inspektionen jetzt bei Kia viel teurer wären, weil ihr gibt ja 7 Jahre Garantie, da holt ihr das wieder über die Inspektionen rein. Was hast du da für eine Erfahrung? Das stimmt absolut nicht. Also wir haben hier mit der Zweitmarke Toyota am Haus ein Fabrikat, was von den Inspektionskosten her recht günstig ist. Kia liegt da nicht weit drüber und unter den Deutschen, egal welches Fabrikat, sind wir alle Male ganz weit unten drunter. Ja, jetzt muss aber doch ein Hersteller, der 7 Jahre Garantie gibt, auch möglichst Produkte, ich sag mal, bauen, die nicht dauernd kaputt gehen. Jetzt habt ihr die dauernd in der Werkstatt. Klar, die zahlen nichts dafür, Kunden sind unzufrieden. Habt ihr viele Reparaturen, also wo ihr wirklich so Kinderkrankheiten beheben müsst? Auch verglichen mit Toyota nicht unbedingt viel mehr. Ist natürlich klar, dass die anderen Hersteller versuchen, diese Garantie irgendwie schlecht zu sprechen. Das ist eine echte Herstellergarantie? Das ist eine echte Herstellergarantie. Es ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Da kann zum aktuellen Zeitpunkt kein anderer Hersteller mithalten. Und deswegen wird das gerne mal ein bisschen schlechter interpretiert. Ja, so ist es. Ja, wenn du mal so lieb bist, die Finanzierung nochmal in die Hand nimmst. Können wir gerade nochmal zeigen, vielleicht abschließend, damit Sie es genau verstehen. Das heißt, Sie machen eine Anzahlung von 1.000 Euro. Der effektive Jahreszins bei dem Angebot sind 1,76%.
und der Gesamtbetrag sind 12.401 Euro. Der Finanzierungsbetrag wäre dann 11.750. Das heißt, Sie zahlen etwa so 700 Euro Zinsen in 4 Jahren. Das ist also pro Jahr, sage ich mal so 400, 700, also rund 150 Euro. Genau, so ein ungefähr. Gesamtbetrag von knapp 12.400 Euro hier bei dem Fahrzeug. Wir haben jetzt ganz bewusst mal 1.000 Euro Anzahlung mit einfließen lassen. Das lässt sich ja oftmals noch mittels Inzahlungnahme darstellen. Und somit sind auch die Überführungskosten mit drin. Da kommen also auf Sie keine gesonderten Extrakosten mehr zu. Wir haben hier alles ganz transparent auf dem Ausdruck draufstehen. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas eingebaut, wo der Kunde dann überrascht wird an Kosten? Sonst gar nicht sein. Die Winterräder vielleicht noch, oder? Die müssten wir eventuell noch dazu bestellen, ja. Ist das eine Spezialgröße, dass sie besonders teuer sind oder nee? Das ist eine Standardgröße bei dem Fahrzeug. Wie liegen die vom Preis ungefähr? So Winterräder? 80 Euro Stück? In etwa. Das variiert natürlich, ob der Kunde jetzt eine Stahl- oder eine Alufelge wünscht. Hat natürlich auch oftmals den Fall, da das Fahrzeug jetzt mit einer Stahlfelge ausgeliefert wird, dass wir dann Alufelgen verkaufen und die tauschen. Achso, und dann im Sommer kriegt er dann die Alus und die sehen ein bisschen schicker aus. Die sind ja auch nicht mehr teuer, Alufelgen, muss man sagen. Also richtig schicke Alufelgen kriegt man vielleicht als Komplettsatz 150 oder sowas. So um den Dreh. So 15, 16 Zoll Alufelgen sind ein Massenprodukt. Die sind meistens schon günstiger als ein Stahlrad mit einer Radkappe berechnet. Sind auch belastbarer, muss man sagen. Das heißt, das Aluminium hält auch mehr aus. Also es ist nichts gegen Stahl, aber das ist richtig gut. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Wenn ich das Angebot haben möchte, bietet ihr das Auto auch zu einer Probefahrt an? Das heißt, darf ich das vorher mal testen oder muss ich es Black in the Box kaufen? Wir haben natürlich auch ein Fahrzeug zum Fahren hier. In dem Fall einfach bei uns melden. Sie können gerne Anfrage stellen, sowohl telefonisch unter der 06831 94030 als auch unter unserer E-Mail-Adresse. Darf ich auch vorbeikommen? Oder einfach vorbeikommen, genau. Also bei uns in Saarlouis. In Saarlouis in der Wallerfanger Straße 102. Und da wird bestimmt ein Verkäufer für Sie Zeit haben. So ist es ja. Den gibt es leider nur in weiß. Das Angebot ist jetzt in der Farbe weiß gerechnet. Wir können gegen geringen Aufpreis aber jede weitere Metalliklackierung liefern. Da reden wir jetzt nicht über viel Geld. Also es ist von der Finanzierung sind es ein paar Euro oder im Monat? Monatlich gesehen ein paar Euro, das ist kein Riesenbetrag. Okay, also das geht. Nicht, dass Sie denken, aber weiß ist im Moment eine starke Farbe. Also, hier ist er, der Rio, mit einem 4-Zylinder-Motor. Wie viel PS hat er? 84. 84 PS, das langt. Das Leergewicht, was wiegt er ungefähr? Pi mal Daumen. Jetzt habe ich dich. Jetzt hast du mich voll erwischt. Das schauen wir nochmal nach, aber ich gucke mal kurz vorne drauf, vielleicht steht es vorne drauf. Also das ist ja auch immer so eine Frage des Gewichtes. Da haben wir Masse des Fahrzeugs 1198 Kilogramm. Also 1200 Kilogramm leichtes Fahrzeug, da sind die knapp 100 PS doch angemessen. Ja, wenn Sie den haben möchten für 119 Euro, kommen Sie vertrauensvoll zum Autohaus Klein nach Saarlouis, da können Sie den Probe fahren und da gibt es tatsächlich auch den Tobias Klein und den Kollegen, der heißt wie? Gibt einmal den Pablo Barth oder auch den Peter Dämmerle. Einfach vorbeikommen und wir werden es gerne für Sie Zeit machen. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.